hier ist Lockpicking Nord. Wenn ihr Lärm von nebenan hört, dann ist das Julian, der das C83 von letztem Mal wieder zusammenbaut. Ja, muss auch. Ach, so schlimm war das gar nicht. Und er hat ja versprochen, dass ich mein Pickset vorstelle, nachdem er seins vorgestellt hat. Na, also muss ich wohl. Das hier ist, was ich immer bei mir habe. Angefangen habe ich mit dem Schlösser picken. Hauptsächlich, naja, als mir der Gedanke kam, was machst du eigentlich, wenn du dich ausschließt? Hast du Lust, 200-300 € für einen Schlüsseldienst zu bezahlen, der dir ein Schloss kaputt macht? Oder möchtest du dir lieber selber helfen? Deswegen immer dabei. Ne? Damit kriege ich auch mein Haustürschloss auf. Selbstverständlich. So, das ist ein Creeper Case von Sparrows. Habe mir aber nur das Case gekauft, sonst nichts. Da waren mir zu viele Rakes drin und ich bin überhaupt nicht der Raker, muss ich sagen. Dementsprechend auch hier drin alles voller Hooks eigentlich. Am besten ich breite die mal aus. So, alles ausgebreitet. Es geht los. Von Multipick habe ich behalten den kleinen Hook und den mittleren Hook. Arbeite ich auch wirklich gerne mit. Habe nur irgendwann festgestellt, die Ausladung ist auch viel zu klein. Deswegen sind die beiden hier von Sparrows mit dabei. Das sind die beiden Steep Hooks. Finde ich auch richtig gut, muss ich sagen. Einer in 0,6 mm, einer in 0,4. Der hier hat auch 0,4 mm, der ist aus einem Puck-Sägeblatt gebaut. Hat ungefähr die gleiche Tiefe wie der Hook 1 von Multipick. Ist aber deutlich flexibler. Gut, wenn man mal um die Ecke rum muss oder wenn der Pick gerade so in den Kiebel reinpasst, man ihn aber nicht mehr, also ins Profil, man ihn aber nicht mehr manövrieren kann. Genau, und falls ich mal hinten einen Pin noch tiefer setzen muss, finde ich den hier gut, auch von Sparrows. Aus dem, weiß ich jetzt gar nicht, Monster Kit oder wie heißt das andere? Monstrum heißt das eine, genau. Ich glaube, das Monstrum Single Picks heißen die Dinger. Der ist wirklich gut. Ich habe mir noch die zwei anderen bestellt, die Bosnian Bill empfohlen hat. Die seht ihr hier hinten. Bin nicht so begeistert, muss ich sagen, aber da kommen wir gleich zu. Und das hier ist ein Offset Hybrid, auch von Sparrows. Wenn man viel Platz hat im Schloss, wenn das Profil relativ gerade ist, ist der wirklich gut. Scheint auch sehr stabil zu sein. Also gibt einem das Gefühl, man hat einen Pick, den man nur schwer kaputt machen kann, auch wenn man mal ein bisschen mehr Kraft aufwendet. Außerdem gibt er sehr gutes Feedback, sehr gute Rückmeldung. Das gleiche gilt auch für die Multipick-Picks, selbstverständlich. Das ist so ein stabiler Stahl, auch gerade im Vergleich zu den anderen. Das ist genial, einfach nur. Gut, ja, wie gesagt, der hier ist auch von Sparrows, nur eingeklebt es war mal 2 mm Buchenanleimer, jetzt ist es ein Griff für meinen Pick. Gibt mehr Stabilität in der Hand. Sonst, wenn man so ein weiches Pick-Dingens in der Hand hat, das sich die ganze Zeit verbiegt, hat man nicht viel Gefühl. Hat mir nicht gefallen. Gut, Spanner sind im Prinzip die gleichen wie bei Julian, die Prybars jedenfalls. Der hier hat 1,4 mm, passt wunderbar in unser altes Burgwächter-Vorhängeschloss. Genauso wie in alle American Lock, also Marke American Lock Vorhängeschlösser. Dann sitzt da 1A drin. Der hier hat 0,8 mm. Das ist ein Original von Sparrows aus dem Flat Range Set. Und der hier hat 1,0 mm, das ist auch ein Original von Sparrows. Und manchmal kriegt man so eine Flat Range nicht in einen Profilzylinder rein. Dafür habe ich den dünnen L-Spanner. Dann nehme ich den, der funktioniert sehr gut. So, packen wir das zur Seite. Soweit. Das hier ist mein etwas größeres Set, in das ich alles reinpacke, was ich nicht täglich mit mir rumschleppen möchte, beziehungsweise was nicht in das Creeper Case mehr reinpasst. Apropos Creeper Case, da fällt mir gerade ein, wo ich noch darauf hindeuten wollte, das Creeper Case hat im Vergleich zu dem Tuxedo, was Julian hat, hier eine Plastikkarte drin.
die gibt ordentliche Stabilität, weil hier hinten ist nämlich noch eine zweite drin. Die Picks stoßen hier oben nicht durch. Verbiegen tun sie leider trotzdem ein bisschen, wenn man sie in der Hosentasche hat. Flexibel ist es immer noch, aber die Picks, wie gesagt, gucken hier oben nicht raus. Man bekommt aber leider nicht so viele rein, wie ich ursprünglich gedacht hätte. Gerade mit den Griffen, mit den Plastikgriffen oder auch mit den Holzgriffen. Geht nicht so wirklich viel rein. So, also zurück zu dem hier. Comb Case, auch von Sparrows. Alles, was wir nicht von Multipick kriegen, beziehungsweise was uns von denen nicht so gut gefällt, bestellen wir von Sparrows, weil der Wechselkurs einfach hammergut ist und die fast nichts für den Versand haben wollen. Man hat höchstens hinterher vielleicht ein bisschen Ärger mit dem Zoll. Einmal musste ich selber abholen gehen. Ansonsten ja, muss ich eben die Mehrwertsteuer nachbezahlen, wenn der Postbote kommt. Geht aber. Gut, also hier ist der Rest von meinem Multipick-Set. Die habe ich ja schon vorgestellt in unserem ersten Video. Wisst ihr ja eigentlich Bescheid allesamt. Ja, das hier sind die Federn, die Julian schon mal erwähnt hat, auch im ersten Video. Und 2 Stück davon nutze ich aber nicht mehr so häufig, weil ich mit den Pry-Bars einfach sehr zufrieden bin, mit den Flat Wrenches, Flachspanner. Das hier ist auch noch ein sehr, sehr dünner geschliffener Spanner aus dem Multipick-Set. Brauche ich aber auch so gut wie nie. Wenn doch, habe ich ihn meistens zumindest in meinem Korb dabei, wenn schon nicht in der Tasche. Das hier sind auch so andere Überbleibsel. Der hier ist selbst gebaut. Die anderen beiden sind auch von Sparrows. Und genau, hier hatte ich mir einen von den neueren Sparrows Picks in 0,5 mm, also 20.000 Zoll bestellt. Die sind ja normalerweise 25.000 Zoll. Dafür gibt es die nicht mit Griff, liegt aber trotzdem ganz gut in der Hand, ist relativ stabil. Bin ja auch eigentlich ganz zufrieden mit. Muss ich mal noch in Schrumpfschlauch einpacken oder auch wieder in Holzkante einkleben. Der hier ist von dem SSD EV Set. In dem kommt man auch hinten schön tief runter, vorausgesetzt man bekommt ihn dann überhaupt ins Schloss rein. Und selbst wenn man drin ist, hat man gute Chancen, dass man mit der Kante hier unten den ersten Pin oder einen der ersten beiden Pins zu tief setzt. Deswegen ist er auch aus meinem To-Go-Kit rausgeflogen und ist jetzt hier drin und wartet darauf, dass er mal eingesetzt wird. Und die beiden, naja, sieht man schon, keine besonders große Ausladung. Na, man hat eigentlich fast in beiden Fällen fast gerade Picks. Man kann sich also vorstellen, dass man vorne ordentlich irgendwelche Pins zu tief setzt, versehentlich antippt, zurückspringen lässt, was auch immer, wenn man versucht weiter hinten was zu erreichen. Also ich denke mal für Amerikaner schon ganz in Ordnung, für Deutsche kann ich das eher nicht empfehlen. Und das hier ist auch, normalerweise sind die Griffe viel zu tief getaucht, man muss ein Stück abschneiden, ich glaube der ging bis hier ungefähr, den hier haben sie noch nicht mal tief genug eingetaucht, sieht ganz schön behindert aus. Naja, ist so. Gut, das ist das, was ich jeden Tag mit mir rumtrage, entweder direkt am Körper oder sonst irgendwo. Vielleicht war ja ein bisschen Info mit dabei, die weitergeholfen hat, oder es hat wenigstens unterhalten. Das hast du auch immer mit dabei, mittlerweile. Das Interflon habe ich mittlerweile auch immer mit dabei, ja, das stimmt, genau. Sind wir sehr zufrieden mit. Genau, sind wir auch sehr zufrieden mit. Haben wir noch nicht so lange, nur noch ein bisschen weiter ausprobieren. Soll aber sehr, sehr, sehr gut sein. Riecht auch angenehm, nicht wie Ballistol. Soll auch nett zum Schloss sein, keine Teile angreifen. Und dauerhaft schmieren. Also, ist aber ziemlich teuer, das Zeug. Noch ist es auf dem Markt, ne? Ja, genau. Ein Kollege sagte mir, Teflon-Spray sei nicht mehr angesagt, was zu viel Chemikalien enthält. Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss.